Angesichts der beeindruckenden Höchststände, die die globalen Aktienmärkte in jüngster Zeit erreicht haben, fragen sich viele Investoren zu Recht, ob die Geschichte im Begriff ist, sich zu wiederholen. Der 24. Oktober 1929, bekannt als der Schwarze Donnerstag, ist ein Datum, das sich tief in das kollektive Gedächtnis der Finanzwelt eingebrannt hat. Es steht symbolisch für das plötzliche Ende einer Ära des scheinbar ewigen Wohlstands und den Beginn einer der schwersten Wirtschaftskrisen der Weltgeschichte. Die Frage, ob die aktuelle Situation Parallelen zum Jahr 1929 aufweist und ob ein Börsencrash bevorsteht, ist nicht nur berechtigt, sondern für jeden Investor von grundlegender Bedeutung. In der folgenden Analyse werde ich die Ursachen des Börsencrashs von 1929 detailliert beleuchten, um die tatsächlichen Mechanismen zu verstehen, die zur Katastrophe führten. Darauf aufbauend werde ich die heutige Marktlage unaufgeregt und datenbasiert mit der damaligen vergleichen. Die entscheidende Frage nach einem bevorstehenden Crash wird beantwortet und ein klarer, praktischer Handlungsplan abgeleitet. Ich werde dir zeigen, dass die Geschichte sich nicht einfach wiederholt, sondern dass sie sich reimt. Das bedeutet, es lassen sich Lehren aus der Vergangenheit ziehen, ohne sich von ihr lähmen zu lassen. Die 1920er Jahre, in den USA auch als die Roaring Twenties bekannt, waren eine Zeit des überschäumenden Optimismus und scheinbar grenzenloser wirtschaftlicher Möglichkeiten. Die Börse entwickelte sich zum Sinnbild dieser Ära des ewigen Wohlstands, Eternal Prosperity. Getrieben von Innovationen und der Massenproduktion stieg der Dow Jones Index von 1923 bis zu seinem Höchststand im September 1929 um ein Vielfaches. Die Ursachen der Katastrophe: ein Puzzle aus Risikofaktoren. Die Grundlage für den späteren Kollaps bildete eine massive Spekulationsblase, die sich ab Mitte der 1920er Jahre in den USA formierte. Immer mehr Menschen, darunter nicht nur Profis, sondern auch Millionen von Laien wie Büroangestellte und Taxifahrer, investierten ihre Ersparnisse in Aktien. Ein fataler Sog entstand. Je schneller die Kurse stiegen, desto mehr Menschen wollten an der Hausse teilhaben, getreu dem Motto, dass die Kurse nur weiter steigen könnten. Dieses kollektive, unkritische Vertrauen in den unaufhaltsamen Anstieg der Kurse schuf eine psychologisch getriebene Rückkopplungsschleife. Die generierten Buchgewinne wurden als Sicherheit für weitere Kredite genutzt, was die Spekulation weiter anheizte und die Blase unabhängig vom realen Unternehmenswert aufblähte. Als regelrechter Brandbeschleuniger erwies sich die damals weit verbreitete Praxis des Buying on Margin, der Kauf von Aktien auf Kredit. Anleger konnten Wertpapiere mit nur einem Bruchteil des eigentlichen Preises erwerben, oft waren nur 10% oder 50% Eigenkapital notwendig. Das Volumen dieser sogenannten Margin-Kredite lag in den 1920er Jahren bei über 10%, Schätzungen zufolge sogar bei 20% des Marktwertes der New Yorker Börse. Diese enorme Hebelwirkung funktionierte in der Aufwärtsbewegung perfekt. Bei fallenden Kursen jedoch lösten die Broker sogenannte Margin Calls aus, die ihre Kunden zwangen, entweder zusätzliches Geld nachzuschießen oder ihre Aktien zu verkaufen, um die Kredite zu bedienen. Die daraus resultierende Liquidationswelle beschleunigte den Preisverfall ins Bodenlose. Hinter dem spekulativen Übermut verbarg sich zudem ein fehlerhaftes makroökonomisches Fundament. Die Ära der Massenproduktion führte zu einer Überkapazität an Waren, die auf eine stagnierende Nachfrage traf, da die Löhne nicht mit den Unternehmensgewinnen Schritt hielten. Firmen blieben auf Lagerbeständen sitzen und die Arbeitslosigkeit begann bereits vor dem eigentlichen Crash zu steigen. Hinzu kam ein Mangel an jeglicher Regulierung des Finanzsystems. Die Banken vergaben leichtfertig Kredite ohne ausreichende Absicherung.
Betrügerische Praktiken wie Pools, bei denen Gruppen von Investoren die Preise von Aktien künstlich in die Höhe trieben, um sie dann mit Gewinn zu verkaufen, waren weit verbreitet. Schließlich war die globale Wirtschaft durch Kriegsschulden und Reparationen, insbesondere zwischen den USA und Europa, eng miteinander verwoben. Die deutsche Wirtschaft war hoch verschuldet und von amerikanischen Krediten abhängig. Der Rückzug des US-Kapitals nach dem Crash löste eine weltweite Kettenreaktion aus, die sich von einer Rezession zu einer globalen Wirtschaftskatastrophe ausbreitete. Der Börsencrash selbst war keine einmalige plötzliche Schockwelle, sondern ein mehrtägiger Zusammenbruch. Nachdem der Dow Jones von seinem Höchststand am 3. September 1929 zu fallen begann, stieg die Nervosität ab Mitte Oktober merklich an. Am 24. Oktober, dem schwarzen Donnerstag, setzte eine massive Welle von Panikverkäufen ein. Der Index brach ein und zog weitere Panikverkäufe nach sich. Der eigentliche Tiefpunkt wurde jedoch erst fast 3 Jahre später, im Sommer 1932, erreicht, als der Index bei nur noch 41 Punkten stand, einem Verlust von 89% von seinem Höchststand. Die verheerenden Folgen waren massive Arbeitslosigkeit, in den USA stieg die Quote auf fast 25%, in Deutschland auf über 30% und ein Zusammenbruch der Realwirtschaft. Aktuelle Lage und der direkte Vergleich. Die heutigen globalen Börsenindizes wie der Dow Jones Industrial Average (ca. 45.400 Punkte) und der S&P 500 (ca. 6.481,5 Punkte) stehen auf oder nahe an Allzeithochs. Der historische Vergleich lässt sich jedoch nicht einfach auf eine Gegenüberstellung von Höchstständen reduzieren. Eine tiefergehende Analyse der fundamentalen Indikatoren zeigt, dass die oberflächlichen Ähnlichkeiten stark von den gravierenden Unterschieden in den Marktstrukturen und den makroökonomischen Bedingungen überlagert werden. Parallelen, die Anlass zur Vorsicht geben. Einige Entwicklungen am heutigen Markt weisen tatsächlich Ähnlichkeiten zum spekulativen Umfeld der 1920er Jahre auf. Die Bewertungen sind hoch, das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 liegt mit 28,62 deutlich über dem Durchschnitt der letzten 20 Jahre von 23,38. Ein weiteres Merkmal der aktuellen Rallye ist ihre starke Konzentration auf eine kleine Zahl von Technologieunternehmen, die oft als die glorreichen 7 bezeichnet werden. Die Rallye wird von wenigen Giganten wie Nvidia, Microsoft und Alphabet getragen, während die breite Masse des Marktes stagniert oder sich nur schwach entwickelt. Dies erinnert an die Marktkonzentration in wenigen Branchen wie den Versorgern vor dem Crash von 1929 und macht den Markt anfälliger, falls Probleme bei nur einem oder 2 dieser Schwergewichte auftreten sollten. Die fehlende Marktbreite ist ein Indikator, der sowohl damals als auch heute als Risikofaktor gilt. Zudem gibt es Anzeichen für spekulatives Verhalten, das an die damalige Zeit erinnert, wenn auch in moderner Form. Quellen deuten auf eine massive Hebelung von Anlegern hin, insbesondere durch den Kauf von Call-Optionen. Dieses Verhalten spiegelt das psychologische Streben nach schnellen, überproportionalen Gewinnen wider, das auch die Margin-Spekulanten von 1929 antrieb. Fundamentale Unterschiede, die für Stabilität sprechen. Trotz dieser Parallelen ist das heutige Finanzsystem grundlegend anders und weitaus robuster als das von 1929. Der gravierendste Unterschied liegt in der Regulierung. Als direkte Folge des Crashs wurde 1934 der Securities Exchange Act verabschiedet, der zur Gründung der Securities and Exchange Commission, kurz SEC, führte. Die Aufgabe der SEC ist der Schutz von Anlegern, die Verhinderung von Betrug und die Gewährleistung von Transparenz. Manipulationen wie die damals gängigen Pools wurden verboten. Unternehmen sind heute verpflichtet, regelmäßig Finanzberichte offenzulegen,
was Investoren eine informierte Entscheidungsfindung ermöglicht. Zudem sind Margin-Kredite für Privatpersonen heute streng reguliert und machen nur 1-2% des Marktwertes aus, verglichen mit 10-20% damals. Ein weiterer entscheidender Unterschied ist die Rolle der Zentralbanken. 1929 gab es keine koordinierten Maßnahmen, um den Zusammenbruch zu verhindern. Heute agieren Zentralbanken wie die US-Notenbank Federal Reserve als letzter Retter. Die Zentralbanken beobachten die Wirtschaftslage und senken bei Bedarf die Zinsen, um die Kreditaufnahme für Unternehmen und Verbraucher zu verbilligen und so die Wirtschaft anzukurbeln. Dieses aktive Eingreifen fehlt in der historischen Erzählung von 1929 komplett. Schließlich ist auch der Informationsfluss heute völlig anders. Während Nachrichten über Kursveränderungen 1929 nur langsam über Zeitungsextras verbreitet wurden, haben Anleger heute dank des Internets und mobiler Apps in Echtzeit Zugriff auf Informationen. Das ermöglicht eine schnellere Reaktion und beugt der asymmetrischen Informationsverteilung vor, die 1929 die Panik begünstigte. Die Herausforderungen von heute, wie geopolitische Spannungen und anhaltend hohe Inflation, sind zwar real, aber bekannt und werden von den Märkten und Zentralbanken aktiv adressiert. Die heutige Weltwirtschaft zeigt sich widerstandsfähig, auch wenn die Insolvenzzahlen in einigen Ländern steigen. Fakten und Zahlen hinter der Geschichte. Eine rein textliche Beschreibung kann die fundamentalen Unterschiede zwischen den beiden Epochen nur unzureichend vermitteln. Ein direkter Vergleich von Indikatoren und historischen Kursverläufen zeigt die Stärke des heutigen Systems. Der Vergleich des Dow-Jones-Verlaufs von 1929 mit dem S&P 500-Verlauf durch die Finanzkrise 2008 und den Covid-19-Crash 2020 verdeutlicht, dass die heutigen Märkte Kurseinbrüche deutlich schneller verkraften. Der Absturz von 1929 war nicht nur viel tiefer, sondern zog sich auch über Jahre hinweg und endete nicht in einer schnellen Erholung. Diese Tatsache belegt die deutlich höhere Resilienz des modernen Finanzsystems und die Wirksamkeit der heutigen institutionellen Gegenmaßnahmen. Die systematische Gegenüberstellung zeigt sofort die grundlegenden Unterschiede in der Systemstabilität. Während 1929 die Übertreibung in fast allen Bereichen zu finden war, weist die heutige Situation zwar auf eine Überbewertung hin, aber die systemische Hebelung auf privater Ebene ist wesentlich geringer und die Geldpolitik agiert proaktiv und regulierend. Besteht Handlungsbedarf? Nein, die Parallelen zum Schwarzen Donnerstag weisen nicht darauf hin, dass ein Börsencrash in diesem Ausmaß unmittelbar bevorsteht. Die fundamentalen Unterschiede im System, in der Regulierung und in der Geldpolitik sind zu gravierend, um eine exakte Wiederholung der Katastrophe von 1929 zu erleben. Der Ausspruch von Mark Twain, dass sich die Geschichte nicht wiederholt, aber sie reimt sich, fasst die heutige Situation perfekt zusammen. Es lassen sich Muster erkennen, die an die Vergangenheit erinnern, eine Konzentration des Reichtums, eine technologiegetriebene Euphorie, spekulatives Verhalten in bestimmten Segmenten. Aber im Gegensatz zu 1929 existieren heute die Mechanismen und Institutionen, um darauf zu reagieren. Die Frage ist daher nicht, ob es eine Marktkorrektur geben wird, diese sind normal und unvermeidlich, sondern wie das Finanzsystem darauf reagiert. Und hier sind die heutigen Bedingungen weitaus besser. Der größte Feind des Investors ist nicht der Markt, sondern die eigene Panik. Panikverkäufe führen unweigerlich zu Verlusten und zwingen Anleger, aus dem Markt auszusteigen. Panik basiert auf Emotionen, nicht auf Fakten. Eine auf Angst basierende Strategie ist zum Scheitern verurteilt. Praktische Handlungsanweisungen.
Der Investor, der die Lehren aus der Geschichte verstanden hat, lässt sich nicht von historischen Schreckgespenstern leiten. Stattdessen hat er einen klaren, disziplinierten Plan, der auf den folgenden Prinzipien basiert. Erstens, Ruhe bewahren und den langfristigen Horizont im Blick behalten. Der langfristige Ansatz überdauert jeden Marktzyklus. Der Markt hat sich nach jedem Crash früher oder später immer erholt. Wer sein Kapital für 10 Jahre oder länger anlegt, hat die besten Chancen auf eine solide Rendite. Zweitens, diversifizieren, diversifizieren, diversifizieren. Eine breite Streuung des Portfolios über Branchen, geografische Regionen und Anlageklassen ist der beste Schutz gegen unvorhersehbare Ereignisse. Eine Strategie, die ausschließlich auf die wenigen Superstar-Aktien setzt, kann sich rächen. Eine breite Streuung, beispielsweise über globale ETFs, bietet Stabilität und ist insbesondere für Neueinsteiger ideal. Drittens, Qualität statt Quantität. In Zeiten erhöhter Inflation sollte der Fokus auf Unternehmen liegen, die über solide Geschäftsmodelle und die Preissetzungsmacht verfügen, um steigende Kosten an ihre Kunden weitergeben zu können. Viertens, das Geld verdienst du im Crash. Ein Marktrückgang ist keine Bedrohung, sondern die beste Gelegenheit, unterbewertete, stabile Aktien günstig nachzukaufen. Ein disziplinierter Sparplan und eine Cash-Reserve, die für den Fall eines Einbruchs bereitsteht, sind entscheidend. Der größte Fehler ist, im Bärenmarkt zu verkaufen und den anschließenden Bullenmarkt zu verpassen. Fünftens, bleibe informiert und überprüfe regelmäßig dein Portfolio, informiere dich über die Marktbedingungen und die globale Wirtschaftslage, aber vermeide es, impulsiv auf tägliche Nachrichten zu reagieren. Ein regelmäßiges Überprüfen des Portfolios stellt sicher, dass es den eigenen Anlagezielen entspricht. Fazit: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die heutigen oberflächlichen Parallelen zum Schwarzen Donnerstag irreführend sind. Das heutige Finanzsystem ist ein robustes, reguliertes und reaktionsfähiges System, das mit den Problemen der 1920er Jahre nichts mehr gemein hat. Lass dich nicht von historischen Schreckgespenstern leiten. Lerne die psychologischen Fallstricke zu verstehen und handele nicht aus Angst, sondern aus strategischer Überzeugung. Die langfristige Stabilität der Märkte ist keine Garantie, aber sie ist die stärkste Kraft, die für den geduldigen, disziplinierten Investor arbeitet. Wie gehst du mit Kursstürzen um? Schließt du alle Positionen oder kaufst du nach? Schreib einen Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib ihm einen Like und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du auch in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Global Asset Kompass.